Hallo zusammen, ich bin Markus. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge unseres täglichen Podcasts auf Deutsch. Ich hoffe, es geht euch gut. Macht es euch bequem mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Seid ihr bereit, in die deutsche Sprache einzutauchen? Ihr hört hier das Deutsch, das man auf den Straßen von Berlin oder München hört. Hallo, ich bin Julia. Heute möchten wir euch helfen, euer Hörverständnis zu verbessern. Ihr sollt echtes Deutsch verstehen, nicht nur das aus Grammatikbüchern. Wir sprechen, wie man mit Freunden, Familie oder Kollegen spricht. Das ist das echte Deutsch mit Pausen, Lachen und Ausdrücken aus dem Alltag. Genau. Heute reden wir über den Alltag. Wir erzählen, wie wir unsere Tage verbringen. Wir sprechen über Arbeit, Familie, Freunde und Freizeit. Das sind Themen, die jeden betreffen. Ja, wir reden über Frühstück, Arbeit, Hobbys und Wochenenden. Vielleicht lernt ihr auch ein paar typisch deutsche Dinge kennen. Unser Podcast ist für Lernende vom Anfänger bis Mittelstufenniveau. Auch Fortgeschrittene können zuhören. Sie können sich entspannen und ihre Aussprache üben. Und keine Sorge, wenn ihr nicht jedes Wort versteht. Das ist normal. Ihr müsst nicht alles übersetzen. Wichtig ist, dass ihr die Hauptidee versteht. Genau, fragt euch, welche Emotionen hört ihr? Worum geht es? Was ist das Thema? So hört ihr auch in eurer Muttersprache. Ihr analysiert nicht jedes Wort. Ihr versteht den Sinn durch Ton und Kontext. Mit Übung passiert das auch auf Deutsch. Unser zweiter Tipp: hört mehrmals zu. Der Podcast dauert 1 Stunde, aber ihr müsst nicht alles auf einmal hören. Du kannst dir heute die ersten 10 Minuten anhören. Morgen kannst du sie wiederholen und dann weitermachen. Wiederholung ist wirklich wichtig, um Wörter zu behalten. Wenn du möchtest, kannst du zuerst mit Untertiteln zuhören. So verstehst du alles besser. Danach hörst du ohne Untertitel. Das ist die beste Übung für dein Gehör. Du wirst merken, dass du Wörter wiedererkennst, die du schon kennst. Und genau das ist der Moment, in dem dein Gehirn anfängt, die Sprache wirklich zu speichern. Wenn du das regelmäßig machst, wirst du schnell Fortschritte sehen. Ich empfehle auch, dass du nicht zu viel auf einmal hörst. 10 oder 15 Minuten sind perfekt. Danach mach eine Pause, geh spazieren, hör Musik oder mach etwas anderes. Wenn du am nächsten Tag dieselbe Stelle nochmal hörst, wirst du überrascht sein, wie viel du schon verstehst, ohne bewusst zu lernen. Dein Gehirn arbeitet weiter, ganz automatisch. Ja, das stimmt absolut. Und ich würde noch etwas hinzufügen: wiederhole Sätze, die dir gefallen. Laut oder einfach im Kopf. Wenn du zum Beispiel hörst: ich wache um 7:30 auf, sag es nach. Dann verändere den Satz ein bisschen. Ich wache um 8 auf. Ich wache am Wochenende um 9 auf. So lernst du, flexibel mit der Sprache umzugehen. Du hörst nicht nur zu, du beginnst aktiv zu sprechen. Das ist der Schlüssel. Wiederholung, Variation und Spaß dabei. Viele Lernende denken, sie müssen jedes Wort verstehen. Aber das stimmt nicht. Sprache ist Musik, Rhythmus, Emotion. Wenn du dich entspannst und einfach zuhörst, lernst du viel mehr. Stell dir vor, du hörst deinem Lieblingslied zu. Du verstehst nicht jedes Wort, aber du kannst den Refrain mitsingen, oder? Mit einer Sprache ist es genauso. Ganz genau. Und es ist völlig normal, am Anfang nicht alles zu verstehen.
Wenn du heute 50% verstehst, ist das super. Morgen sind es 60, übermorgen 70. Mit der Zeit wirst du merken, dass du fast alles verstehst, ohne dich anzustrengen. Das ist wie beim Sport. Man sieht die Fortschritte nicht von Tag zu Tag, aber nach ein paar Wochen ist man viel stärker. Auch entspann dich. Hör einfach zu. Und hab Spaß dabei. Lächle, wenn du etwas Lustiges hörst, und mach dir keine Sorgen, wenn du etwas nicht verstehst. Das Verständnis kommt mit der Zeit, wirklich. Gut, dann fangen wir mit unserem Thema an. Heute sprechen wir über unseren typischen Tag, vom Aufwachen bis zum Vormittag. Ich erzähle zuerst ein bisschen von mir. Normalerweise klingelt mein Wecker um 7:30. Aber ehrlich gesagt, ich stehe nie sofort auf. Ich drücke fast immer auf die Schlummertaste. Manchmal nur einmal, manchmal 3-mal. Es ist jeden Morgen dasselbe. Ich liege im Bett und denke, noch 5 Minuten. Und natürlich sind es nie nur 5 Minuten. Wenn ich es endlich schaffe aufzustehen, gehe ich direkt ins Bad. Da beginnt mein Tag. Ich mache das Licht an, putze mir die Zähne und wasche mein Gesicht. Am liebsten mit kaltem Wasser. Das macht mich wach. Danach benutze ich Gesichtswasser und eine Creme. Das ist meine kleine Routine, um mir selbst zu sagen: So, jetzt beginnt der Tag. Und dann kommt die Dusche. Unter der Woche dusche ich schnell, aber am Wochenende bleibe ich gern etwas länger unter dem warmen Wasser. Da denke ich nach, plane meinen Tag oder singe sogar ein bisschen. Aber nur, wenn mich niemand hört. Nach dem Duschen ziehe ich mich an. Und das dauert manchmal länger, als ich möchte. Ich stehe vor dem Schrank, schaue, überlege, und am Ende nehme ich doch wieder das Gleiche wie gestern. Ich weiß, es ist albern, aber so bin ich eben. Das kenne ich gut. Bei mir klingelt der Wecker um 7 Uhr. Ich bleibe dann meistens noch ein paar Minuten im Bett. Manchmal 5, manchmal 20, je nachdem, wie müde ich bin. Und ehrlich gesagt, ich frage mich jedes Mal, warum stelle ich den Wecker so früh, wenn ich ihn sowieso wieder ausschalte? Irgendwann zwinge ich mich dann aufzustehen. Ich gehe ins Bad, wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser. Das ist wirklich das Beste, um wach zu werden. Danach putze ich mir die Zähne, gehe kurz unter die Dusche und bin endlich bereit für den Tag. Ich mag diesen Moment, wenn man frisch ist, saubere Kleidung anhat und der Tag gerade erst beginnt. Und dann kommt mein Lieblingsmoment am Morgen. Das Frühstück. Ohne Frühstück geht bei mir gar nichts. Ich bin der klassische Typ. Ein starker Kaffee, ein Croissant, manchmal mit Marmelade. Wenn ich Zeit habe, gehe ich in das kleine Café an der Ecke. Ich trinke meinen Espresso im Stehen, wie viele Leute hier. Das ist fast ein Ritual. Es dauert nur 2 Minuten, aber es gibt mir das Gefühl, dass der Tag offiziell begonnen hat. Wenn ich zu Hause bleibe, mache ich mir den Kaffee mit der Espressokanne. Der Duft von frischem Kaffee ist für mich der beste Start in den Tag. Danach setze ich mich an den Tisch, nehme mein Handy, fast automatisch, und schaue kurz Nachrichten oder E-Mails. Und dann kann der Tag wirklich anfangen. Oh ja, das kenne ich. Ich tue das auch. Ich schaue morgens Nachrichten, das Wetter und manchmal Nachrichten von Freunden. Es ist mein kleiner Start in den Tag, bevor alles richtig losgeht. Ich weiß, viele sagen, man soll das Handy morgens nicht benutzen, aber für mich ist es fast schon ein Ritual geworden. Ich trinke meinen Kaffee, lese die Schlagzeilen und checke kurz,
ob jemand geschrieben hat. Es ist wie ein Moment des Übergangs zwischen Schlaf und Tag, zwischen Ruhe und Arbeit. Trotzdem merke ich manchmal, dass es mir gut tut, wenn ich das Handy einfach liegen lasse. Besonders am Wochenende. Dann sitze ich am Frühstückstisch, höre Musik oder einfach die Stille und trinke meinen Tee. Keine Nachrichten, keine E-Mails, kein Stress. Das ist so selten, aber so wertvoll. Nach 2 Minuten denke ich zwar immer, vielleicht habe ich etwas Wichtiges verpasst, aber wenn ich durchhalte, fühle ich mich danach viel ruhiger. Mein Kopf ist klarer, ich denke an einfache Dinge. Das Wetter, meine Pläne, was ich am Tag machen möchte. Das klingt banal, aber solche kleinen Momente machen einen großen Unterschied. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe das auch schon ausprobiert. Diese 10 Minuten ohne Handy am Morgen. Und ich sage dir, es ist viel schwieriger, als es klingt. Man denkt, es wäre leicht, aber die Hand greift automatisch nach dem Telefon. Es ist fast so, als wäre es ein Teil von uns geworden. Ich habe gemerkt, dass ich oft gar keinen bestimmten Grund habe, es zu benutzen. Ich öffne meine Mails, dann die Nachrichten, dann WhatsApp. Einfach aus Gewohnheit. Wenn ich von zu Hause arbeite, setze ich mich danach an den Computer, lese berufliche E-Mails, schaue, was ansteht und trinke dabei meine 2. Tasse Tee. Morgens trinke ich gerne grünen Tee oder Kamillentee. Kaffee ist mir manchmal zu stark. Der macht mich eher nervös. Tee gibt mir Energie, aber auf eine ruhigere Art. Interessanterweise merke ich, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich nicht sofort in den Tag springe. Wenn ich mir morgens Zeit nehme, bewusst etwas zu tun, Tee trinken, den Laptop aufklappen, die Gedanken sortieren, dann starte ich viel ausgeglichener. Aber natürlich gibt es auch die anderen Tage, an denen ich schon beim Frühstück das Handy in der Hand habe. Ich denke mir, ich schaue nur kurz nach. Und plötzlich ist eine halbe Stunde vergangen. Ich habe nichts Neues gelernt, nichts Wichtiges gelesen, aber die Zeit ist einfach weg. Es ist wie eine kleine Falle. Deshalb versuche ich manchmal, einen digital freien Tag zu machen. Kein Handy beim Essen, keine sozialen Medien, kein ständiges Checken. Das fühlt sich anfangs seltsam an, fast wie ein Entzug. Aber am Ende des Tages bin ich entspannter. Ich habe das Gefühl, wieder mehr im echten Leben zu sein. Das klingt wirklich gut. Ich glaube, das sollte ich auch mal ausprobieren. Vielleicht fange ich morgen damit an. Naja, nachdem ich diesen Podcast fertig gehört habe. Aber im Ernst, das ist ein schöner Gedanke. Den Tag bewusster zu leben, ohne sofort in den digitalen Strudel zu geraten. Wenn ich dann mit meiner kleinen Morgenroutine fertig bin, mache ich mich bereit, rauszugehen. Ich packe mein Portemonnaie ein, nehme die Schlüssel, prüfe, ob mein Laptop aufgeladen ist und los geht's. Ich fahre meistens mit dem Fahrrad, manchmal auch mit der Bahn. Ich wohne in der Innenstadt, also brauche ich kein Auto. Und ehrlich gesagt, ich will auch keins. Der Verkehr hier ist furchtbar. Auf dem Fahrrad bin ich schneller und ich liebe das Gefühl, durch die Straßen zu fahren, frische Luft zu atmen und die Stadt zu sehen, wie sie langsam aufwacht. Ich finde, das ist der schönste Moment des Morgens. Man sieht so viele kleine Dinge, die man im Auto nie bemerken würde. Ein neues Café, ein Baum, der gerade blüht, eine Katze, die sich in der Sonne streckt. Und manchmal kommen mir auf dem Fahrrad die besten Ideen. Ich denke an ein Projekt, das ich machen will, oder an ein Gespräch vom Vortag, und plötzlich fällt mir eine gute Lösung ein.
Bewegung hilft mir beim Denken. Das kenne ich. Ich gehe meistens zu Fuß oder nehme die U-Bahn, aber das Prinzip ist das gleiche. Wenn ich unterwegs bin, höre ich oft deutsche Podcasts oder Musik. Manchmal mache ich mir auch Notizen auf dem Handy, Ideen für den Unterricht, Erinnerungen oder einfach Gedanken, die mir spontan einfallen. Ich mag diesen Moment zwischen Zuhause und Arbeit. Er ist wie ein Übergang, eine mentale Vorbereitung. Viele denken ja, Homeoffice sei perfekt. Kein Verkehr, kein Stress. Aber ich finde, der Arbeitsweg hat etwas Wichtiges. Es ist eine Grenze zwischen privat und beruflich. Wenn ich ins Büro gehe, lasse ich zu Hause alles hinter mir. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, stehe ich auf, gehe vom Bett direkt an den Schreibtisch. Das ist manchmal zu nah. Man ist dann nie richtig weg von der Arbeit. Deshalb mache ich mir, wenn ich im Homeoffice bin, kleine Rituale. Ich ziehe mich so an, als würde ich ins Büro gehen, gehe vielleicht kurz spazieren oder mache mir bewusst einen Kaffee. Das hilft mir, den Kopf umzuschalten. Und ehrlich gesagt, es funktioniert. Man fühlt sich sofort strukturierter. Kleidung, Bewegung, Routine. Das sind kleine Dinge, aber sie verändern viel. Ja, absolut. Wenn ich online unterrichte, mache ich das genauso. Ich trage normale Kleidung, auch wenn mich niemand sieht. Es geht nicht um das Aussehen, sondern darum, dass man sich anders fühlt. Wenn man bereit aussieht, fühlt man sich auch bereit. Das macht einen großen Unterschied. Und jetzt, wo wir beide im Kopf und Körper bereit sind, können wir über den nächsten Teil des Tages sprechen. Die Arbeit selbst, sehr bequem, aber es braucht sicher Konzentration. Man muss langsam sprechen, wiederholen und klar bleiben. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich habe selbst schon erlebt, wie schwer es ist, wenn man in einer Fremdsprache unterrichtet wird. Man versteht ein Wort, dann wieder nicht, und man verliert leicht den Faden. Da ist es wichtig, dass der Lehrer ruhig bleibt und Geduld zeigt. Und ehrlich gesagt, Markus, du klingst so, als würdest du das sehr gut machen. Deine Schüler haben sicher Glück. Körpersprache ist beim Lernen übrigens auch sehr wichtig. Sie hilft, wenn Worte fehlen. Ich erinnere mich, wie meine Deutschlehrerin immer mit Gesten arbeitete, um etwas zu erklären. Das half mir enorm. Sag mal, was für Schüler hast du eigentlich? Sind sie alle auf demselben Niveau oder sehr unterschiedlich? Ganz unterschiedlich. Manche sind totale Anfänger, andere können schon recht gut sprechen. Einige lernen Deutsch für ihre Arbeit, andere, weil sie nach Deutschland ziehen wollen, und manche einfach aus Interesse oder Liebe. Einer meiner Schüler lernte Deutsch, weil er sich in eine Frau aus Hamburg verliebt hatte. Sie sind jetzt tatsächlich verheiratet. Ich war sogar bei ihrer Hochzeit. Das war ein tolles Gefühl. Sprache kann Menschen wirklich verbinden. Ich selbst bin Lehrer geworden, weil ich als Übersetzer zu viel allein gearbeitet habe. Der Unterricht gibt mir Energie. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ein Schüler nach ein paar Monaten plötzlich ganze Sätze bilden kann und lächelt, weil er merkt, dass er etwas verstanden hat. Ich versuche meinen Schülern zu zeigen, dass Fehler etwas Gutes sind. Ohne Fehler kann man nicht lernen. Ich sage immer, wer spricht, macht Fehler, und wer Fehler macht, lernt. In meinem Unterricht stelle ich viele offene Fragen. Ich möchte, dass sich alle trauen zu sprechen, auch wenn sie nicht sicher sind.
Nach und nach öffnen sie sich. Es ist wie bei einem Schmetterling, der langsam aus seinem Kokon kommt. Erst vorsichtig, dann mit immer mehr Mut. Das ist wirklich schön gesagt. Ich finde, das passt auch zu meinem Beruf, auch wenn ich etwas ganz anderes mache. Ich arbeite ja in der digitalen Kommunikation. Ich betreue die sozialen Medien eines deutschen Unternehmens. Wir stellen Haushaltsprodukte und Designobjekte her. Mein Job ist eine Mischung aus Kreativität, Strategie und ein bisschen Psychologie. Ich schreibe Texte, plane Fotos, wähle Videos aus und beobachte, was im Internet gut funktioniert. Es ist wichtig zu verstehen, was den Leuten gefällt, wann sie online sind und wie man ihre Aufmerksamkeit weckt. Zum Beispiel funktioniert ein Beitrag morgens um 8 ganz anders als einer am Abend. Ich analysiere die Zahlen und plane Beiträge im Voraus. Ich benutze Programme, die zeigen, wann unsere Follower aktiv sind. Das hilft sehr. Viele glauben, ich sitze einfach am Handy, aber das stimmt nicht. Ich arbeite viel mit Daten, Tabellen und Plänen. Manchmal ist mein Tag sehr bunt. Ich schreibe Posts, bespreche Ideen mit dem Designteam, beantworte Kommentare und plane Kampagnen. Wenn ein Beitrag viele Likes bekommt, freue ich mich. Das zeigt, dass ich den richtigen Ton getroffen habe. Aber es ist auch anstrengend. Man muss immer kreativ sein, immer präsent, immer freundlich. Trotzdem liebe ich es, weil ich jeden Tag etwas Neues lerne. Und manchmal bekomme ich lustige Nachrichten wie »Tolles Produkt, wo kann ich das kaufen?« Solche kleinen Dinge machen Freude. Dein Job klingt wirklich spannend. Ich glaube, du brauchst dafür sehr viel Organisation. Aber auch Herz? Das erinnert mich an meinen Unterricht. Vorbereitung, Geduld und Spaß sind das Wichtigste. Ich finde, beide Berufe haben etwas gemeinsam. Man arbeitet mit Menschen, man kommuniziert, man hilft, etwas zu verstehen. Ich arbeite meist 2 Tage im Homeoffice und 3 Tage in der Schule. Das ist eine gute Mischung. Zu Hause habe ich Ruhe und kann mich konzentrieren. Aber im Unterricht habe ich die Energie der Schüler, das Lachen, die Gespräche. Das fehlt im Homeoffice manchmal. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch beides, 2 Tage zu Hause, 3 im Büro. Zu Hause bin ich konzentrierter. Niemand stört und ich komme gut voran. Ich kann in der Pause Tee kochen oder kurz in den Garten gehen. Aber manchmal fühle ich mich einsam. Der Austausch mit Kollegen fehlt, das kleine Gespräch in der Küche oder das gemeinsame Lachen. Im Büro ist es lebendiger. Man redet, teilt Ideen, arbeitet zusammen, aber natürlich ist es auch lauter, es gibt viele Meetings und manchmal kommt man zu nichts. Die Mischung ist perfekt. Ich merke aber, dass es im Homeoffice schwerer ist, Grenzen zu setzen. Ich sage mir oft, ich arbeite nur bis 6. Und plötzlich ist es 7:30. Es gibt keinen klaren Schluss. Im Büro schließe ich die Tür und gehe. Zu Hause ist die Arbeit immer da. Deshalb versuche ich, kleine Rituale zu haben, den Computer wirklich auszuschalten, einen Spaziergang zu machen, Musik zu hören. Dann kann ich loslassen. Das ist sehr klug. Ich mache das ähnlich. Wenn ich fertig bin, gehe ich eine Runde spazieren. Das ist mein Zeichen. Arbeit vorbei.
Und manchmal höre ich Musik, Jazz, Rock oder alte Schallplatten meines Vaters. Der warme Klang hilft mir, abzuschalten. Nach der Arbeit versuche ich, mich auf einfache Dinge zu konzentrieren. Kochen, Freunde treffen, Serien schauen. Ich habe vor kurzem eine deutsche Serie über eine Familie im Norden gesehen. Ruhig, aber sehr schön. Ich schaue auch gern Serien, aber mit deutschen Untertiteln. So lerne ich gleichzeitig. Und ich koche gern, das entspannt mich. Gemüse schneiden, Soße rühren, das ist für mich wie Meditation. Ich mag internationale Gerichte, aber auch einfache Dinge. Am Wochenende gehe ich auf den Markt, kaufe frische Zutaten und esse mit meiner Familie. Das ist unsere kleine Tradition. Es erinnert mich daran, was wichtig ist. Gutes Essen, gemeinsame Zeit, Lachen. Freunde sind mir auch sehr wichtig. Ich glaube, ein paar echte Freunde sind mehr wert als viele Bekannte. Mit ihnen kann man einfach man selbst sein. Man muss sich nicht verstellen. Und Familie, ja, die ist das Herz des Lebens. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Das hat Vor- und Nachteile, aber ich bin dankbar für ihre Nähe. Ich lebe allein. Das hat auch gute Seiten. Ruhe, Freiheit, aber manchmal fehlt die Wärme. Und ja, Liebe, das große Thema. Heute lernen sich viele über Apps kennen. Ich finde, das ist nicht schlimm, solange man ehrlich bleibt. Liebe kommt oft, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und am Ende sucht doch jeder jemanden, bei dem man sich zu Hause fühlt. Das hast du schön gesagt. Und apropos zu Hause. Reisen gehört auch dazu. Ich liebe Deutschland. Jede Region ist anders. Jede hat ihren Klang, ihr Essen, ihren Rhythmus. Ich mag Bayern mit seinen Bergen und alten Dörfern. Du vielleicht den Norden mit Meer und Wind. Diese Vielfalt macht das Land so besonders. Und am Ende ist es überall gleich schön, wenn man mit den richtigen Menschen dort ist. Da stimme ich dir zu. Und genau das ist auch beim Deutschlernen so. Es ist nicht wichtig, alles perfekt zu machen. Wichtig ist, dass man Freude hat, dass man dranbleibt. Jede Minute zuhören bringt einen weiter. Richtig. Hört, wiederholt und habt Geduld. Sprache wächst langsam, aber sicher. Und irgendwann merkt man, dass man versteht, ganz ohne Übersetzung. Genau. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis bald und viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss, Markus. Tschüss, Julia.